Moin Leute, heute den Begadi Two-Point Sling Universal Rifle. Das ist ein System, was an unterschiedliche Waffen passt. Zum Beispiel an die MK18, an die Tabor passt er auch an die P90. Das ist meine Ahle und das ist mein MG. Also wie ihr seht, selbst an die MK46 passt dran, aufgrund von diesem geilen System hier. So, das soll es von mir gewesen sein. Weiter macht der Tom. Ja, danke Finch für das geile Intro. Und zwar, ihr seht, ich bin gerade in Blessa. Schöner Heli, geiler Hintergrund zum Film. Ich trage den Begadi Two-Point Sling jetzt gerade als One-Point. Habe ihn einfach hier hinten festgemacht. Das geht dann mit diesen Bändern sehr, sehr, sehr einfach. Ist halt echt genial, dass man das an alle Waffen ranmachen kann. Weil bei der MK18 zum Beispiel bräuchte man einen zivilen Adapter für eine QD-Aufnahme. Das entfällt mit dem Sling, weil den kann man einfach hier durchschlaufen. Das ist sehr geil. Gerade mit der P90, ich habe ewig lang gesucht nach einem Sling oder das MG, ist natürlich jetzt mit dem ja, kein Problem. Ihr bekommt den Sling in 6 verschiedenen Farben. Einmal in Schwarz, in Oliv, wie wir ihn hier haben, in Tan, in Multiterrain, was so ähnlich ist Multicam. Dann haben wir noch Pencott Greenzone Original und wir haben noch Flecktarn. Die Slings kosten alle 13,50 € außer Pencott Greenzone Original. Das kostet 14,50 €. Ist halt wegen der Lizenz 1 € teurer. Finde ich aber trotzdem, ist halt ein fairer Preis dafür, dass man hier einen Universal-Sling bekommt. Mit sogar in einem Metall, also mit so einer Metallöse hier zum Verstellen. Mein Emerson-Sling war teurer und der hat nur eine Plastislinge, ein Plasteteil zum Verstellen. Das ist halt hier schon mal deutlich geiler. Was wichtig ist, wenn ihr den Sling zuerst bekommt, und zwar stellt den unbedingt auf eure Größe ein. Weil der Sling, wenn ihr den so auspackt und benutzen wollt, dann müsst ihr entweder 2 Meter groß sein oder ein Troll oder ihr seid The Rock und dann wird es vielleicht passen mit Plattenträger. Weil der ist halt echt riesig. Also ich bin 1,75 Meter groß, jetzt nicht der Größte, bin eher Lauch. Und ich habe hier, ich zeige es euch mal jetzt, ich habe den Sling auf die kleinste Einstellung gemacht, die ich kann. Habe jetzt hier immer noch so viel Material übrig. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, sonst blende ich es nochmal separat ein. Und hier auch nochmal so viel Material übrig. Was auf jeden Fall wichtig ist, das hatte ich nämlich weggelassen, und zwar die Teile hier. Da sind 2 dran. Die sind nicht ohne Grund zu zweit, weil wenn das nur 1 ist, dann lockert das sich. Wenn zum Beispiel am G hat man festgestellt, dass sich der Sling hinten durch das Gewicht, dann hat er sich gelockert. Mit 2 passiert euch das nie. Also lasst unbedingt die 2 Dinger dran und macht es einfach so, wie ihr es braucht, auf eure Körpergröße. Testet das natürlich vorher vom Spieltag, weil sonst steht er nämlich da. So, ihr habt es gesehen, jetzt wieder umgebaut. Jetzt ist er ein Two-Point. So trage ich meine Waffen eigentlich am liebsten, weil die Waffe jetzt hier festhängt. Ich kann jetzt hier mit der Pistole hantieren, hier und da. Waffe hängt fest. Ich kann aber auch ganz schnell wieder in Anschlag gehen. Und wenn ich hier rausgehe, dann kann ich auch easy den Schulterwechsel machen. Wenn ich wieder reingehe, dann ziehe ich es wieder fest und bin halt so flexibel. Also ich finde flexibler als bei einem One-Point, aber das ist nur meine Meinung. Ihr könnt gerne mal bei Instagram uns eure One-Point-Sling-Gear schicken, also wie ihr praktisch eure Konfiguration habt. Einfach bei Instagram, ich blende es unten ein, wie unser Kanal heißt. Das würde mich gerne mal interessieren, wie ihr den One-Point-Sling so... Die meisten haben ja hier einen Plattenträger und dann hängt die Waffe halt hier vorne fest. Ja, ist Geschmackssache. Jeder muss damit klarkommen. Auf dem Spielfeld, das zählt. Kommen wir mal zum Material. Das ist 100% Nylon-Polyamid. Bei Begadi findet ihr noch diese ganzen Details, woraus das ist, was die Besonderheiten sind und so weiter und so fort. Die minimale Länge, die maximale Länge. Minimale Länge war 90 cm, maximale Länge war 2 Meter von dem Sling. Dann die Polsterung, wie breit die Polsterung ist hier hinten. Na, die Polsterung ist auch aus einem besonderen Material. Das ist wasserabweisend. Also das wird hier praktisch, wie soll man sagen, es wird nie nass, wenn ihr irgendwie in Regen kommen sollt oder sowas. Und dann habt ihr die ganze Zeit hier hinten nasse Stellen. Das passiert bei dem Material nie. Es ist robust, es ist reißfest. Ihr habt hinten so ein kleines Begadi-Branding. Na, das macht ja jeder gerne. Ich habe ihn jetzt hier so rumgeschlauft. Na, das heißt, ich habe diese Schlaufe, die wir praktisch hier haben, die habe ich abgemacht und habe den jetzt hier hinten durch den Stock geschlauft. Wichtig, wenn ihr einen Two-Point habt und wollt Schulterwechsel machen, wenn ihr hier eine QD-Aufnahme habt, macht den Sling hier auf die Seite. No, das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger.
durch die Schlaufung. Aber wenn ihr das hier habt, könnt ihr viel leichter einen Schulterwechsel machen. Bei einem Two-Point. Hängen wir uns wieder um. Ich zeige euch nochmal das System. Und zwar habt ihr jetzt hier dieses Band. Das könnt ihr auch verkürzen, das Band mit Knoten. Das geht mit Handschuhen jetzt etwas bescheiden. Deswegen zeige ich es euch mal so. No, jetzt ist es verkürzt, ihr könnt es auch länger machen. Und dann haben wir jetzt hier die Schnalle, die ist von VTX. Und dann könnt ihr einfach das trennen oder wieder ranmachen. Was würde ich mir jetzt noch wünschen? Das habe ich schon Begadi geschrieben als Feedback. Und zwar hätte ich gern die Teile, also praktisch das hier und die Schnalle, einzeln. Also ich würde die gerne einzeln bekommen, weil dann könnte man nämlich das, wenn man verschiedene Waffen zu Hause hat, verschiedene Airsofts, könnte man das schon dran lassen und macht dann einfach den Sling, nein, jetzt ist runtergefallen, macht dann einfach den Sling fest und muss nicht jedes Mal den Sling abmachen, Sling wieder dran machen. Das wäre noch ganz geil. Und als weiteres, da muss ich jetzt aber kurz meinen Emerson Sling raus. Das hier ist mein Emerson Sling und der ist halt anders aufgebaut, weil hier hat man hier vorn so ein Teil, wo man die QD-Aufnahme reinmachen kann. Also ich würde mir noch wünschen, dass man praktisch das hier noch bekommen würde, wo man dann die QD-Aufnahme reinschlaufen kann. Dann kann man es trotzdem schnell trennen. Es wäre auch einfach, wenn ich sagen würde, ich kann den nehmen und mache den Begadi Sling dran. Aber der Begadi Sling ist genau andersrum. Die Schnalle ist hier und das ist auf der anderen Seite. Schade. Wäre cool gewesen. Und hier nochmal als Beweis, der Sling war deutlich teurer. Selbst bei Taiwan Gun habe ich dafür 20 bezahlt. Hier ist praktisch nur Kunststoff. Beim Begadi Sling ist es Metall. Ist zum Original Multicam, aber ob man den Unterschied sieht zwischen Multiterrain und Multicam, wage ich zu bezweifeln. Und hier nochmal das Gegenstück von Begadi. Es ist aus Metall gefertigt. Das ist wirklich für den Preis echt geil. Also wirklich, da kann man nicht meckern. Was können wir jetzt sagen zum Begadi Two-Point Rifle Sling? Es ist auf jeden Fall preis-leistungsmäßig ein echter Kracher, gerade wegen der Metallschlaufe und dass der an jede Waffe ranpasst. Das ist mega. Ihr kriegt den in vielen verschiedenen Farben, das ist schon mal sehr gut. Auch Tann ist wieder mit dabei, das finde ich sehr toll, weil das ist so ein Universalteil. Das passt zu Multicam, das passt zu allem Tann. Oder halt Oliv. Ja, ihr habt die breite Auswahl bei dem Sling und der ist auch nicht zu teuer. Was noch cool wäre, wären die weiteren Verstellmöglichkeiten, also nicht Verstellmöglichkeiten, sondern die weiteren Schnallen, dass man die einzeln kriegen könnte im Set. Vielleicht sogar als Viererpack oder so, wenn man wirklich mehrere Waffen hat, dass man einfach klack, 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 Sling gewechselt und muss nicht erst wieder rumfummeln. Das wäre noch sehr interessant für mich. Machen wir nochmal Schulterwechsel mit dem Two-Point, oder würde ich sagen, weil ich lese es so oft, viele Leute kommen damit nicht klar. Ich würde euch bloß mal zeigen, wie ich es mache und gelernt habe vom Airsoft Milsim Squad. Und zwar, wir haben die Waffe ja sowieso so, der Sling ist ein Stück weiter. Wenn wir ins Haus reingehen, nehmen wir den Arm raus, dann ist der Sling locker. Schießhand nach vorn, Führhand nach hinten, einmal den, fertig. Andersrum, Schießhand nach vorn, Führhand nach hinten, fertig. Tschack, tschack, tschack. Deswegen, also ist jetzt nie für mich so das Problem. Man muss es üben, definitiv. Und es ist von Vorteil, wie ich vorhin schon mal sagte, wenn das hier hinten auf der Seite ist. Vor allem mit einer QD-Mount ist es deutlich einfacher als mit diesen durchgeschlauften. Das haben wir bei Finch festgestellt. Der hat es danach, nachdem ich es umgebaut habe, sofort hinbekommen. Und der macht sonst nie einen Schulterwechsel. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und zwar, ja, fliegen jetzt hier weg. Los geht's. Ja, schön wär's. Genau, also da, bis zum nächsten Mal. Ciao.